Migräne, kurz gefasst. Die Migräne ist eine der häufigsten Kopfschmerzformen. Sie wird vererbt und Frauen sind viel häufiger betroffen als Männer. Wie wird sie diagnostiziert? Meistens ist es eine klinische Diagnosestellung. Das heißt, anhand dessen, was die Patienten beschreiben, kann man die Migräne sehr schnell feststellen. Es sind meistens immer einseitige, pochend hämmernde Kopfschmerzen mit Begleitsymptomen wie Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Die Migräne tritt meistens in Attacken auf, die können 4 bis 72 Stunden anhalten. Häufig geben die Patienten auch an, dass sie vor der Migräneattacke eine sogenannte Aura entwickeln. Das heißt, es kommt zu Sehstörungen, Flackersehen oder sie sehen plötzlich auf einer Seite gar nichts mehr, bis hin zu Sprachstörungen, Schwindel oder Kribbelparästhesie. Wichtig zu wissen, die Migräne ist immer da, auch außerhalb der Migräneattacken. Häufig ist es auch so, dass die Patienten zwischen den Migräneattacken immer mal latent Kopfschmerzen haben. Was passiert im Gehirn während der Migräneattacke? Einfach erklärt, es kommt zu Ausschüttung von Entzündungsstoffen, die letzten Endes dazu führen, dass die Arterien sich erweitern und sehr schmerzempfindlich werden. Was kannst du machen, damit du die Attackenfrequenz reduzierst bzw. Migräneattacken vorbeugst? Sehr viel. Es gibt 3 sehr wichtige Faktoren. Das ist einmal der Schlafrhythmus. Immer zur gleichen Zeit ins Bett, immer zur gleichen Zeit aufstehen, auch an den Wochenenden. Zweitens, Ernährung. Sehr, sehr wichtiger Faktor. Es ist ganz wichtig, Blutzuckerschwankungen während des Tages zu vermeiden. Es gibt viele Zentren, die empfehlen, dass man schon morgens mit einem kohlenhydratreichen Frühstück beginnt, damit der Blutzuckerspiegel über den Tag möglichst konstant bleibt und nicht plötzlich abfällt. Ich habe aber auch genug Patientinnen, die sich ketogen ernähren, das heißt komplett auf Kohlenhydrate verzichten und darunter wirklich auch die Migräne gut in den Griff bekommen haben. Dritter Faktor ist Ausdauersport an der frischen Luft. 3-mal die Woche, 20 bis 30 Minuten, das reicht vollkommen. Was kann man prophylaktisch noch machen? Vitamin D hochdosiert und Magnesium. Es gibt eine Bandbreite an Attackenmedikamente, die auch sehr gut wirksam sind. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man Schmerzmittel sofort einnehmen muss. Das heißt, sobald die Attacke beginnt. Wenn man sie zu spät einnimmt, dann wirken sie leider nicht mehr. Mittlerweile gibt es auch sehr gute Medikamente, die man als Prophylaxe einsetzt. Allerdings, wenn es wirklich zu sehr häufigen Attacken im Monat kommt oder zu Attacken, die sehr lange andauern und die Lebensqualität sehr beeinträchtigen. Ihr solltet darauf achten, nicht mehr als 10 Tage im Monat Schmerzmittel einzunehmen. Ansonsten kommt es zu einem Mischkopfschmerz bestehend aus Migräne und einem medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Und das ist dann wirklich Worst Case. Bitte keine Selbstdiagnosen, falls ihr gehäuft hämmernd pochende Kopfschmerzen mit Begleitsymptomen habt, stellt euch neurologisch vor, damit die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden. Und zum Schluss bitte jeden Tag meditieren, gerade bei der Migräne sehr, sehr wichtig. 15 Minuten jeden Morgen, das reicht.